Mein Name ist Carl. Und meine Tochter hat mich verlassen. Nicht, weil sie musste, nicht, weil ich ihr wehgetan habe, sondern weil sie es so entschieden hat. An einem Dienstag, in meiner eigenen Küche, mit einem Lächeln im Gesicht. Sie hat mich angeschaut, hat mir die Hand gehalten, hat gesagt, dass sie sich Sorgen macht, dass sie mich liebt, dass sie nur das Beste für mich will. Und dann hat sie alles genommen. Mein Haus, mein Geld, meine Würde, und ist gegangen. Das ist meine Geschichte. Ich erzähle sie nicht, damit du Mitleid hast. Ich erzähle sie, weil ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Weil irgendwo da draußen jemand sitzt, der dasselbe fühlt. Diese Stille, diese Leere, dieses Warten auf jemanden, der nicht mehr kommt. Lisa ist meine Tochter, mein einziges Kind. Ich habe sie großgezogen, nachdem meine Frau gestorben ist. Alleine. Ich habe gearbeitet. Ich habe gekocht. Ich habe ihre Schulaufführungen besucht. Ich habe nachts neben ihr gesessen, wenn sie krank war. Ich habe ihr alles gegeben, was ich hatte. Nicht, weil ich musste, weil sie mein Leben war, mein einziges Leben. Als sie ausgezogen ist, habe ich gelächelt. Ich habe gewunken. Ich habe gesagt, leb dein Leben, mein Mädchen. Und dann habe ich die Tür geschlossen und bin allein in der Stille gestanden. Jeden Tag habe ich auf ihren Anruf gewartet. Manchmal hat sie angerufen, kurze Gespräche. »Wie geht es dir, Papa?« »Gut, mein Mädchen, alles gut.« Das war gelogen. Aber ich wollte ihr nicht zur Last fallen. Ich wollte der starke Vater sein. Der Vater, der keine Probleme macht. Der Vater, der immer sagt, alles gut. Mein Fehler war, dass ich ihr zu sehr geglaubt habe. Dass ich gedacht habe, sie sieht mich. Wirklich sieht mich. Ich habe mich getäuscht. An diesem Dienstag kam sie. Unerwartet. Ich hörte das Klingeln. Ich ging zur Tür, und da stand sie. Lisa, meine Tochter. Älter, als ich sie in Erinnerung hatte. Aber ihr Lächeln war dasselbe. Das Lächeln, das ich so gut kannte. Das Lächeln, das mich immer hat glauben lassen, dass alles gut ist. Ich habe sie umarmt. Fest. Länger, als sie erwartet hatte, glaube ich. Ich habe ihren Geruch geatmet. Dieser besondere Geruch, den nur sie hat. Ich habe gedacht, sie ist da. Alles ist gut. Sie ist da. Ich habe Kaffee gemacht. Ich habe Kuchen auf den Tisch gestellt. Den Kuchen, den sie als Kind geliebt hat. Ich habe alles gegeben, was ich hatte. So wie immer. Wir haben geredet. Über ihr Leben. Über ihre Arbeit. Über ihren Mann. Ich habe zugehört. Jedes Wort war wichtig für mich. Weil ihre Worte immer selten waren. Dann hat sich ihr Gesicht verändert. Nur ein bisschen. Aber ich habe es gesehen. Als Vater sieht man das. Man kennt das Gesicht seines Kindes. Jede Falte, jeden Ausdruck. Ich habe gedacht, da ist etwas. Irgendetwas kommt jetzt. Sie hat angefangen zu reden. Ruhig. Fast zu ruhig. Sie hat gesagt, dass sie sich Sorgen macht. Dass das Haus zu alt ist. Zu groß für mich allein. Dass ich älter werde. Dass es nicht sicher ist. Ihre Worte klangen vernünftig. Sie klangen fürsorglich. Sie klangen wie die Worte eines Menschen, der sich wirklich kümmert. Sie hat von einem Pflegeheim gesprochen. Von einem guten Heim. Nicht weit weg. Mit Garten. Mit anderen Menschen. Mit Betreuung. Sie hat gesagt, ich würde dort glücklich sein. Ich habe ihr zugehört. Und in mir war dieser Kampf. Ein Teil von mir hat gesagt, das ist falsch. Hör genau hin. Ein anderer Teil hat gesagt, das ist deine Tochter. Sie liebt dich. Vertrau ihr. Ich habe dem falschen Teil nicht zugehört. Ich habe sie angeschaut. Dieses Gesicht, dieses Lächeln. Ich habe gedacht, sie meint es gut. Sie ist mein Kind. Ein Kind tut dem eigenen Vater nichts Böses. Also habe ich gesagt, ja, dieses kleine Wort.
So leicht gesagt, so schwer zu tragen danach. Das Haus wurde verkauft. Schnell, sehr schnell. Lisa hat alles übernommen. Die Telefonate, die Papiere, die Entscheidungen. Ich habe unterschrieben, was sie mir hingelegt hat. Ich habe nicht alles gelesen. Ich vertraue ihr. Ich habe ihr immer vertraut. Das Geld ist auf ein Konto gegangen. Ein gemeinsames Konto, hat sie gesagt. Für das Pflegeheim. Für meine Zukunft. Ich habe genickt. Der Tag, an dem ich das Haus verlassen habe, war grau. Kalt. Ich bin durch jeden Raum gegangen. Langsam. Ich habe meine Hand auf die Wände gelegt. Diese Wände, die alles gesehen haben. Die Ecke, wo meine Frau immer gelesen hat. Der Fleck auf dem Boden, wo Lisa als Kind hingefallen ist. Die Küche, in der wir so viele Abende gesessen haben. Ich habe nichts gesagt. Aber in mir habe ich mich von allem verabschiedet. Von jedem Zimmer. Von jedem Erinnerung. Als die Tür hinter mir zufiel, habe ich kurz die Augen geschlossen. Ich dachte, das war mein Leben. Das war alles, was ich hatte. Kurze Pause. Du verstehst Deutsch wirklich gut. Aber Verstehen und Sprechen sind zwei verschiedene Welten. Wir bauen gerade ein einzigartiges 30-Tage-Sprachsystem. Für Menschen genau wie dich, die in Deutschland leben oder leben wollen, aber sich noch nicht trauen zu reden. Keine langweilige Grammatik, nur 15 Minuten am Tag. Du kannst dir jetzt deinen Platz sichern und 30% Rabatt auf den Kurs bekommen. Link ist in der Beschreibung. Expertly, where speaking becomes living. Lisa hat mich in eine kleine Wohnung gebracht. Vorübergehend, hat sie gesagt. Nur bis das Pflegeheim einen Platz hat. Sie hat mir 2 Koffer hingestellt. Sie hat gesagt, sie meldet sich. Sie hat mich auf die Wange geküsst. Und ist gegangen. Ich habe gewartet. 1 Tag, dann 2, dann eine Woche. Das Telefon hat geklingelt. Aber nie war es Lisa. Ich habe in der kleinen Wohnung gesessen, an einem fremden Tisch, mit fremden Wänden, mit meinen 2 Koffern. Ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Also habe ich gewartet, so wie ich immer gewartet habe. Auf ihren Anruf, auf ihre Stimme, auf ein Zeichen, dass sie noch da ist, dass sie an mich denkt. Manche Abende habe ich ihr Telefon angerufen. Es hat geklingelt. Niemand hat abgenommen. Ich habe eine Nachricht hinterlassen. 2, 3. Dann habe ich aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass die Nachrichten nirgendwo ankamen. Oder vielleicht doch. Und sie hat trotzdem nicht geantwortet. Das war schlimmer. Irgendwann habe ich aufgehört zu kochen. Ich habe einfach aufgehört. Was soll ich kochen? Für wen? Ich habe auf dem Sofa gesessen. Ich habe aus dem Fenster geschaut. Die Tage sind vergangen. Einer nach dem anderen. Gleich. Grau. Leer. Mein Nachbar hat an die Tür geklopft. Ich weiß nicht, wie lange er schon klopfte. Ich habe es kaum gehört. Er hat durch den Briefschlitz gerufen, Karl. Ich hörte meinen Namen. Dieser einfache Klang. Meinen Namen zu hören. Von jemandem gesagt. Das hat mich zurückgeholt. Ich bin zur Tür gegangen. Ich habe geöffnet. Er stand da. Ein älterer Mann. Ich kannte ihn kaum. Aber er hat mich angeschaut. Wirklich angeschaut. Und er hat gesagt, ich mache mir Sorgen um Sie. Keine großen Worte. Kein Drama. Nur diese einfachen Worte. Ich habe nicht gewusst, was sagen. Also habe ich gesagt, es geht mir gut. Er hat genickt, aber er ist nicht gegangen. Er hat gesagt, darf ich reinkommen? Ich habe ihn reingelassen. Er hat sich hingesetzt. Er hat geschwiegen. Und dieses Schweigen war anders als das andere Schweigen. Es war nicht leer. Es war voll. Voll von Menschlichkeit. Mein Nachbar hat jemanden gerufen. Eine Frau vom Sozialdienst. Ihr Name ist Maria. Sie ist jung. Viel jünger, als ich erwartet hatte. Sie ist gekommen.
Sie hat sich hingesetzt, nicht hinter einem Schreibtisch. Neben mir, auf dem Sofa. Sie hat nicht sofort gefragt. Sie hat nicht sofort erklärt. Sie hat einfach da gesessen. Dann hat sie gefragt, »Wie heißen Sie?« Ich habe gesagt, »Carl«. Sie hat gelächelt. Ein echtes Lächeln. Nicht das Lächeln von jemandem, der einen Job macht. Das Lächeln von jemandem, der wirklich zuhört. Sie hat gesagt, »Schön, Sie kennenzulernen, Carl.« Diese 4 Worte. So einfach. Aber ich habe sie gehört und gedacht, wann hat zuletzt jemand gesagt, dass es schön ist, mich kennenzulernen? Ich konnte mich nicht erinnern. Maria hat zugehört. Alles habe ich ihr erzählt. Das Haus, Lisa, die Koffer, das Warten. Ich habe geredet und geredet. Mehr als ich in Monaten geredet hatte. Sie hat nicht unterbrochen. Sie hat nicht geurteilt. Sie hat nur zugehört. Manchmal hat sie genickt. Manchmal hat sie nichts getan. Einfach dagesessen. Das hat gereicht. Das hat mehr als gereicht. Maria hat mir geholfen. Nicht, weil sie musste. Das habe ich gespürt. Es war kein Job für sie. Es war mehr. Sie hat mir eine kleine Wohnung gefunden. Besser als die, in der ich war. Heller. Mit einem Fenster, durch das die Sonne kommt. Sie hat mir beim Einzug geholfen. Meine 2 Koffer. Meine Fotos. Meine wenigen Dinge. Als alles drin war, habe ich mich umgeschaut. Diese kleine Wohnung. Fremde Wände. Aber Sonne. Ich habe gedacht, hier kann ich anfangen. Nicht zurück. Aber anfangen. Der erste Abend war still. Aber anders still als vorher. Nicht leer still. Nur still. Ich habe in die Küche gestanden. Ich habe die Schränke aufgemacht. Ich habe ein paar Dinge drin. Einfache Dinge. Ich habe Wasser aufgesetzt. Ich habe Tee gemacht. Nur für mich. Einen Teller habe ich hingestellt. Einen. Nicht 2. Das war neu. Das war ehrlich. Ich bin der ich bin. Allein. Aber hier. Noch hier. Ich habe den Tee getrunken. Er war heiß. Er hat gut geschmeckt. So einfach. So gut. Ich habe meine Fotos aufgehängt. Das war das Erste, was ich getan habe. In der neuen Wohnung. Meine Frau. Lisa als Kind. Glückliche Momente. Eingefrorene Momente. Ich habe lange vor dem Foto von Lisa gestanden. Diesem Foto, wo sie vielleicht 6 Jahre alt ist. Sie hat ein Eis in der Hand. Sie lacht. Dieses Lachen. Ich habe das Foto angeschaut und gedacht, das ist mein Kind. Das ist immer noch mein Kind. Auch nach allem. Auch nach dem Haus. Auch nach den Koffern. Auch nach dem Schweigen. Sie bleibt mein Kind. Ich kann das nicht abstellen. Ich kann sie nicht einfach aus meinem Herzen nehmen. Ich wollte es manchmal. In den langen Nächten. Wenn der Schmerz zu groß war. Aber das Herz eines Vaters funktioniert nicht so. Es liebt, auch wenn es weh tut, auch wenn es keinen Sinn macht. Es liebt trotzdem. Ich habe das Foto nicht weggepackt, ich habe es aufgehängt. Neben dem Foto meiner Frau, weil Lisa ein Teil von mir ist. Auch wenn ich ein Teil von ihr nicht mehr bin. Die Tage wurden langsam besser. Nicht dramatisch, nicht auf einmal. Ganz langsam. Wie wenn Eis schmilzt. Kaum sichtbar. Aber es schmilzt. Ich habe wieder angefangen zu kochen. Kleine Dinge. Suppe, Kartoffeln, Eier. Einfache Dinge, die man kennt. Die sich nach Zuhause anfühlen. Maria ist manchmal vorbeigekommen. Nicht immer, aber manchmal. Sie hat an die Tür geklopft. Ich habe geöffnet. Sie hat gefragt, »Haben Sie gegessen?« Ich habe gesagt, ja. Sie hat gelächelt. Manchmal hat sie sich hingesetzt. Wir haben Tee getrunken. Wir haben geredet. Über kleine Dinge, über das Wetter, über die Nachrichten, über meine Frau manchmal, über schöne Erinnerungen. Maria hat gelacht über meine alten Geschichten. Dieses Lachen, es hat etwas in mir aufgemacht. Diese Freude,
jemanden zum Lachen zu bringen. Ich hatte das vergessen. Wie gut das ist. Wie lebendig das macht. Eines Abends hat sie gefragt: »Was haben Sie als junger Mann gemacht, Karl?« Ich habe erzählt, viel erzählt, über meine Arbeit, über meine Reisen, über meine Frau, über Lisa als kleines Kind. Maria hat zugehört, wirklich zugehört. Und ich habe gemerkt, mein Leben hat Wert. Nicht wegen dem Haus, nicht wegen dem Geld, sondern wegen dieser Geschichten, wegen dem, was ich gelebt habe. Kurze Unterbrechung. Wenn du gerade Deutsch hörst und verstehst, dann machst du bereits mehr als die meisten. Und falls du noch weiterkommen willst, habe ich genau das Richtige für dich geschrieben. Ein Buch voller Geschichten, die dein Deutsch auf das nächste Level bringen. Link unten in den Kommentaren. Lisa hat sich nie gemeldet. Nicht einmal. Kein Anruf, keine Nachricht, nichts. Irgendwann habe ich aufgehört zu warten. Das war kein dramatischer Moment, kein großer Entschluss. Es ist einfach passiert. Eines Morgens habe ich aufgewacht. Ich habe meinen Tee gemacht. Ich habe aus dem Fenster geschaut. Die Sonne war draußen. Und ich habe nicht an das Telefon gedacht, nicht an Lisa, nicht ans Warten. Ich habe einfach die Sonne geschaut. Das war der Moment. Klein, still, aber wichtig. Ich weiß nicht, wo Lisa jetzt ist. Ich weiß nicht, was sie denkt. Ich hoffe, dass sie glücklich ist. Wirklich. Nicht aus Bitterkeit. Nicht aus Pflicht. Ich hoffe es, weil ich ihr Vater bin. Weil ein Vater das Glück seines Kindes immer will. Auch wenn das Kind ihn vergessen hat. Ich bete für sie. Manchmal abends. Leise. Für ihre Gesundheit. Für ihre Seele. Ich bete, dass sie eines Tages versteht, was sie getan hat. Nicht damit sie leidet, sondern damit sie besser wird. Damit sie sich selbst ansehen kann. Damit sie Frieden findet. Maria hat mir etwas beigebracht. Ohne es zu sagen. Einfach durch das, was sie getan hat. Sie hat mir beigebracht, dass Familie nicht immer Blut ist. Familie ist der Mensch, der bleibt. Der nicht geht, wenn es schwer wird. Der anklopft, auch wenn er nicht muss. Der fragt: Haben Sie gegessen? Der zuhört. Der lacht über alte Geschichten. Das ist Familie. Ich habe ein Leben lang geglaubt, dass Familie das Wichtigste ist. Das stimmt noch immer. Aber meine Vorstellung von Familie hat sich verändert. Familie ist nicht automatisch. Familie entsteht. Durch Entscheidungen. Durch kleine Gesten. Durch das Bleiben. Mein Nachbar, Maria, ein paar andere Menschen, die ich inzwischen kenne. Das ist meine Familie jetzt. Klein. Aber echt, ehrlich. Diese Menschen schulden mir nichts. Und trotzdem sind sie da. Das ist mehr wert als alles andere. Das habe ich spät gelernt. Vielleicht zu spät. Aber ich habe es gelernt. Heute sitze ich an meinem Küchentisch, in meiner kleinen Wohnung. Die Sonne kommt durch das Fenster. Mein Tee ist heiß. Meine Fotos hängen an der Wand. Ich schaue durch das Fenster. Draußen gehen Menschen, sie leben ihre Leben. Ich bin einer von ihnen. Noch immer. Noch da. Das ist kein kleines Ding. Manche Tage sind schwer, manche Abende sind lang, manche Nächte liege ich wach und denke an Lisa, an meine Frau, an das alte Haus, an alles, was war. Aber am Morgen stehe ich auf. Ich mache Tee. Ich schaue aus dem Fenster. Und ich bin da. Einfach da. Das reicht. Das muss reichen. Und meistens tut es das. Und jetzt spreche ich mit dir. Vielleicht bist du auch jemand, der wartet. Auf ein Kind. Auf eine Stimme. Auf ein Zeichen. Vielleicht wartest du schon lange. Dann möchte ich dir sagen, du musst nicht warten. Du darfst aufhören zu warten. Nicht, weil die Hoffnung falsch ist, sondern weil dein Leben weitergeht. Mit oder ohne das Warten. Du bist noch hier, das ist genug. Das ist mehr als genug.
Öffne die Tür. Nicht für die, die gegangen sind, für die, die noch kommen könnten, die Unerwarteten, die Marias dieser Welt. Sie sind da. Manchmal muss man nur aufhören zu warten und anfangen zu sehen. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt ist der nächste Schritt, selbstbewusst zu sprechen. Sichere dir deinen Platz in unserem 30-Tage-Kurs und bekomme 30% Rabatt. Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.